Diese Fehler zwischen 25 und 35 Jahren kosten dich deine Zukunft. Du bist in dieser Altersspanne und du machst viele Fehler, die du aber im ersten Moment gar nicht mitbekommst, sondern die erst später eine Auswirkung haben. Und ich habe das ganz oft, ich habe in Social Media Fragen von jungen Menschen, die sagen, Dirk, wie würdest du das und das machen? Oder auch bei mir im Mentoring-Programm oder in der Mastermind gibt es ganz oft diese Fragen, Dirk, wie würdest du das so oder so machen? Also was sind häufige Fehler, die ich gemacht habe, die aber auch andere gemacht haben aus meinem Umfeld, die dich ein Stück weit deine Zukunft kosten? Gehen wir mal rein. Der erste ist, du kümmerst dich nicht um Geld. Geld hat in deinem Leben keine Priorität. Lerne, wie du an Geld kommst, also wie du Geld verdienst, was gibt es für Einkommensströme und lerne, Geld richtig zu investieren. Erster Gedanke. Zweitens, passt dazu, achte darauf, wenn du dich selbstständig machst, kommt erst im zweiten Jahr das Finanzamt und will Geld haben. Leg genug Geld zur Seite. Gib nicht alles Geld aus, respektive investiere nicht alles Geld. Habe für das Finanzamt immer eine Reserve parat. Mit dem Finanzamt kannst du nicht diskutieren, was das angeht. So, als Unternehmer, als Angestellter ist das nicht dein Thema. Drittens, als Angestellter, du machst einen Job, bei dem du für deine Zeit und nicht für deine Ergebnisse bezahlt wirst. Dann kannst du unglaublich viel arbeiten und tolle Ergebnisse machen, aber du wirst wirtschaftlich immer in einer Abhängigkeit bleiben. Lerne, Zeit und Geld voneinander zu entkoppeln. Lass dich für deine Ergebnisse bezahlen. Das können Unternehmensanteile sein, Aktienoptionen sein, das können Provisionen sein, Boni und so weiter. Viertens, heiraten ist super. Ich finde heiraten klasse, deswegen habe ich das ja auch schon zum zweiten Mal gemacht. Aber habe einen Ehevertrag. Da hängt nachher einfach unheimlich viel dran. Ja, wenn du heiratest, dann heiratest du aus Liebe, rosa Wölkchen, alles klar. Aber habe einen Ehevertrag. Hört sich nicht romantisch an. Nochmal, dritte Mal. Habe einen Ehevertrag. Und habe den mit einem erfahrenen Anwalt aufgesetzt. Dann ein Eigenheim ist keine Investition. Eine Investition ist, wenn du weiterhin zur Miete wohnst und du das Geld zum Beispiel dann in Wohneigentum investierst, für das du dann jeden Monat Mieteinnahmen kassierst. Also aufpassen, verschulde dich nicht für dein Eigenheim. Du kannst gerne mit Fremdkapital Wohnungen kaufen, Mehrfamilienhäuser und so weiter kaufen. Das ist eine Investition, das andere nicht. Bleiben wir beim Thema Investition. Wenn du irgendwie 30.000 Euro hast, 50, 80, 100.000 Euro hast, worein investierst du als erstes? Als erstes investierst du in dich. Nochmal, bei 30.000 Euro, ja Dirk, welche Aktien soll ich kaufen? Du kaufst gar keine Aktien. Du investierst in die wichtigste Aktie, nämlich in dich. Lies die richtigen Bücher, besuch die richtigen Seminare und Konferenzen, hol dir einen Coach, hol dir einen Mentor, investiere in dich. Das wird sich später unglaublich auszahlen. Apropos später, Reichtum und viel Geld haben, der Schlüssel dazu ist eine verzögerte Wunscherfüllung. Verzögerte Wunscherfüllung. Du möchtest irgendwas haben? Kauf es nicht sofort. Verzöger es. Merk dir den Wunsch. Visualisier den Wunsch. Aber schieb ihn in die Zukunft. Schau, dass du erstmal erfolgreich bist und Geld ansammelst und dann später. Beim Bestseller Verlag, den gibt es jetzt etwa 10 Jahre. Die ersten 7 Jahre habe ich nicht einen Euro daraus genommen. Ich habe das Geld, was übrig war, immer wieder reinvestiert. Jetzt, 10 Jahre später, kann ich Geld rausnehmen. Und zwar größere Mengen, weil einfach auch größere Mengen da sind. Verzögerte Wunscherfüllung ist ein Schlüsselprinzip, um erfolgreich zu werden. Und dann sind wir auch beim nächsten.
Das gilt insbesondere für Männer. Frauen haben das Problem weniger. Sobald du ein bisschen Geld verdienst, mit Mitte 20, 30, 35, das Erste, was du machst, du kaufst dir ein teures Auto. Ja, du kaufst es nicht, du liest es. Aber trotzdem, Leasingraten sind so hoch, dass du dich schon dafür strecken musst. Hey, mach das nicht. Du gaukelst anderen Leuten vor, dass du super erfolgreich bist und dir so ein Auto leisten könntest. Aber in Wirklichkeit kannst du es dir nicht leisten. Die Bank hilft dir dabei, das zu machen. Nein, fahr ein Durchschnittsauto, bis dass du wirklich 1 Million auf dem Konto hast. Wenn du 1 Million auf dem Konto hast oder in Form von Immobilien, Aktien, was auch immer, dann kannst du das machen. Bis dahin verzögerte Wunscherfüllung. Nicht lernen, einer der größten Fehler. Du kommst aus der Schule raus, du kommst aus dem Studium raus und du denkst, du brauchst jetzt nichts mehr lernen, weil du hast schon so viel gelernt die letzten Jahre. Ein Riesenfehler. Schule und Studium ist Vorratslernen. Du lernst was du dann später möglicherweise eventuell nochmal nutzen kannst. Alles gut. Aber du musst jetzt weiter lernen für deinen Alltag. Ich lerne permanent neue Dinge, die ich dann aber sofort brauche. Oder ich setze mir Ziele, die ich im Moment nicht erreichen kann, weil mir bestimmtes Wissen fehlt. Und jetzt eigne ich mir das Wissen an. Der ganz große Fehler ist zu sagen, ich lerne jetzt nicht mehr. Bullshit. Also dann verbaust du dir wirklich die Zukunft. Rollenklärung. Also das war einer der größten Fehler, den ich hatte zwischen 25 und 35. Ich habe mit meiner Partnerin, mit meiner Frau keine klare Rollenklärung gehabt. Was ist meine Rolle, was ist ihre? Was ist für sie Priorität, was ist für mich Priorität? Und das ist unglaublich wichtig, dass du das klärst. Sonst gibt es nur Konflikte zu Hause. Sonst gibt es, ja, du machst schon wieder Sport und ich muss hier mit den Kindern. Ja, du machst Karriere, aber ich bin hier zu Hause. Klär das. Klär die Rollen. Sonst gibt es nur Konflikte. Die Konflikte kosten Energie und sorgen dafür, dass du nicht von der Stelle kommst. Umfeld. Achte auf dein Umfeld. Das falsche Umfeld kostet dich definitiv deine Zukunft. Du bist nur umgeben von Leuten, die Party, Alkohol, vielleicht Drogen, auf Pump leben, die faul sind, die keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen und du bist in diesem Kreis drin. Vergiss es. Du passt dich bewusst oder unbewusst diesem Kreis an. Und damit verspielst du deine Zukunft definitiv. Was für ein Umfeld hast du? Was sind das für Menschen um dich herum? Und der letzte Punkt, einer der wichtigsten, habe klare Ziele. Ziele, wo du hin willst, langfristige Ziele. Wie soll dein Leben aussehen mit 40, 50, 60? Wie soll dein Leben ausgesehen haben, wenn du später zurückblickst? Habe Ziele. Ein ganz großer Fehler ist, in den Tag hineinzuleben oder zu sagen, mein Leben ist fremdbestimmt, da helfen mir Ziele auch nicht weiter. Diese Fehler zwischen 25 und 35 kosten dich deine Zukunft. Und dann habe ich einen heißen Tipp für dich. Nämlich, warum du einen Mentor brauchst. Das passende Video findest du hier. Und wenn du unter 20 bist, dann empfehle ich dir mein Buch, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Und das findest du hier.